Ich habe hier einen Suunto Aeon Core und in diesem Video gebe ich euch eine Übersicht über das Menü und die Einstellungen, die man darin vornehmen kann. Um euch zu zeigen, dass man den Tauchcomputer auch sehr gut mit Handschuhen bedienen kann, habe ich mir hier mal einen 5 mm Handschuh angezogen. Die Bedienung des Tauchcomputers übernimmt man über die 3 Knöpfe auf der rechten Seite. In der Ansicht kann man mit einmal Drücken des mittleren Knopfes die Ansichten durchblättern. Mit dem unteren Knopf kann man die Zusatzinformationen, die dann hier unten rechts angezeigt werden, durchblättern. Und mit dem oberen Knopf kann man den Timer starten und auch wieder stoppen. Um ins Menü zu gelangen, drücken wir den mittleren Knopf lange. Das Menü geht auf und wir können mit dem Knopf hoch und runter durch das Menü blättern, mit dem mittleren Knopf bestätigen und durch langes Drücken des Knopfes wieder zurückblättern. Ohne Handschuhe schauen wir uns das Menü mal ein wenig genauer an und finden hier insgesamt 5 Einträge. Einmal der Bereich Gase, der Bereich Tauchplaner, Protokolle, allgemeine Einstellungen und Taucheinstellungen. Fangen wir mal mit dem Bereich Planer an, wählen ihn aus und können hier verschiedene persönliche Einstellungen wie den Verbrauch festlegen, den Flaschendruck, die Flaschengröße, die dann beim Planen von Tauchgängen berücksichtigt wird. Wählen wir den Planer aus, können wir hier verschiedene Tiefen sowie dazugehörig eine entsprechende O2-Mischung einstellen, wie hier jetzt zum Beispiel mit Luft, und kann damit dann Nullzeit und auch Gaszeit planen. Wenn wir dann zurückgehen über langes Drücken, gehen wir raus aus dem Bereich Tauchplaner und gehen in den Bereich Protokolle. Hier sollten natürlich bei Tauchgängen dann entsprechende Grafiken und Anzeigen zu den Tauchgängen angezeigt werden. Der Computer wurde bisher noch nie getaucht, also wird halt hier auch nichts angezeigt. Daher wieder zurück und in den Bereich Allgemeine Einstellungen hinein. Im Bereich Allgemeine Einstellungen finden wir wiederum 4 Unterpunkte, und zwar über Aeon, Geräteeinstellungen, Konnektivität und Kompass. Im Bereich über Aeon finden wir einmal Verlauf mit Logbucheinträgen abgelegt. Hier gibt es Informationen zum Tauchcomputer selbst und man kann ihn auch wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wieder zurück in die allgemeine Einstellung finden wir hier den Bereich Kompass. Hier kann man zum Beispiel die aktuelle Peilung löschen, festlegen, ob man überhaupt eine Peilung haben möchte bzw. anlegen möchte auf dem Kompass. Man kann die Deklination für den Kompass einstellen und man kann ihn auch nochmal kalibrieren. Im nächsten Bereich finden wir Konnektivität. Hier kann man die Bluetooth-Einstellung an- und ausschalten, um sich zum Beispiel mit einem Sender zu verbinden. Und wir finden den Bereich Geräteeinstellungen, in denen wir die allgemeinen Einstellungen für den Tauchcomputer vornehmen können. Da haben wir zunächst Zeit und Datum, die wir einstellen können, Einheiten und Formate, die wir anpassen können, für die Uhrzeit, für das Datum und für die Einheiten. Wir können Töne allgemein an- und ausschalten. Wir können die Helligkeit des Displays einstellen, von niedrig auf Standard auf hoch. Wir haben eine Standby-Zeit für das Display, das heißt, nach 2 Minuten schaltet sich das Display aus. Nach insgesamt 48 Stunden schaltet sich der Computer dann in einen Schlafmodus und muss dann erst wieder geweckt werden. In diesem Bereich Flip Display
kann man das Display drehen, wenn man zum Beispiel den Tauchcomputer auf der anderen Seite tragen möchte, wird dann das Display gedreht und dementsprechend wieder richtig angezeigt für diese Seite. Und ich habe im letzten Bereich Sprache, die ich dann auch nochmal einstellen kann, so wie ich es brauche. Gehen wir aus den Geräteeinstellungen wieder zurück, können wir uns nun in der Gesamtübersicht die Taucheinstellungen einmal ansehen und finden dann in den Taucheinstellungen direkt den Bereich Modus, den ich auswählen kann. Hier kann ich mir verschiedene Modi anlegen, zum einen mit verschiedenen Übersichten, als auch vielleicht anderen Funktionen, die ich an diesem Tauchcomputer aktivieren möchte. Dann finden wir den Bereich Parameter, in dem wir einstellen können, ob wir in größeren Höhen tauchen, und kann dann hier das entsprechende Höhenlevel anpassen, das man einstellen möchte. Wir haben persönliche Einstellungen, in denen man den Algorithmus etwas konservativer bzw. auch aggressiver einstellen möchte. Wir können einstellen, ob wir mit mehreren Gasen tauchen möchten. Wir können aktivieren, ob wir mit Helium tauchen. Wir können hier Einstellungen für den PO2-Wert vornehmen. Wir können einstellen, auf welcher Zeit oder für welche Zeit der letzte Sicherheitsstopp durchgeführt wird. Und wir können einstellen, ob ein Tiefenstopp durchgeführt wird. Und wir können einstellen, wo der letzte Stopp durchgeführt wird. Gehen wir aus den Parametern raus und gehen nun in den Bereich Alarme hinein. Hier finden wir einmal einen Alarm für den Flaschendruck, wir finden einen Alarm für die maximale Tiefe, wir finden einen Alarm für die Tauchzeit und wir finden einen Alarm für die Gaszeit. Die Alarme Gaszeit und Flaschendruck funktionieren natürlich nur, wenn man auch einen Sensor mit dem Tauchcomputer gekoppelt hat. Gehen wir wieder zurück, haben wir diesen Bereich Taucheinstellungen durch und können uns nun den letzten Bereich Gase noch ansehen. Aktuell befindet sich der Tauchcomputer im Standardmodus für Luft und Nitrox. Wenn wir Gase hier auswählen, finden wir nun in der Liste ein Gas, das wir bearbeiten können. Mit dem mittleren Knopf wieder bestätigen. Wir können hier zusätzlich noch Flaschengröße einstellen, einen entsprechenden Sensor zuweisen für die Flasche und das Gas dann hier bearbeiten und finden dann hier die Möglichkeit, einmal den O2-Wert und den PO2-Wert einzustellen. Aktuell ist es auf Luft eingestellt. Wenn ich jetzt hier den O2-Wert für eine entsprechende Nitrox-Mischung ändere, bestätige und den PO2-Wert so lasse, dann wird der gespeichert und wenn man dann wieder ins Menü geht und hier bei Gasen schaut, dann findet man, dass hier eine Nitrox 25 Mischung nun fürs Tauchen gespeichert wurde. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und hat euch eine gute Übersicht über das Menü und die Einstellungsmöglichkeiten des Tauchcomputers gegeben. Bei allem lest bitte dennoch die Bedienungsanleitung, um die einzelnen Funktionen auch dann nochmal etwas besser zu verstehen. Viel Spaß damit!